Freunde, heute wird es richtig spannend. Ich zeige euch, wie wir das erste Mal unseren selber gebauten Holzbackofen anschüren. Ich zeige euch alle Tricks, die ihr wissen müsst. Dann werden wir natürlich noch eine richtig leckere Pizza drin backen. Da zeige ich euch auch noch mal ganz genau, wie man das am besten mit so einem holzbefeuerten Ofen macht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, heute geht es ja um das Thema Holzbacköfen bzw. Steinbackofen. Ich werde euch ganz genau erklären, wie man so einen Ofen am besten anfeuert, wie man dann auch später Pizza drin backt. So ein Holzbackofen ist auf jeden Fall deutlich schwerer zu betreiben wie jetzt ein Gas- oder Elektroofen. Ich bin ja ein riesen Elektroofen-Fan und da mache ich meinen Stecker in Steckdose, stelle mir die Temperatur ein, die ich gern haben möchte, und dann regelt sich der Ofen von selber. Das macht so ein Holzbackofen definitiv nicht. Ich habe ja jahrelang ein Catering betrieben, und zwar habe ich da so eine AP umgebaut zu einer mobilen Pizzeria. Und da habe ich auch einen Holzbackofen drauf, und ich muss sagen, ja, wie lange habe ich die jetzt? Seit 2017, meine ich, habe ich meine AP. Und ja, der Ofen, der macht mir mein Leben schon jetzt auch noch schwer. Also das ist jedes Mal einfach ein bisschen anders, und ja, da muss man ständig mit dazu lernen, damit man so einen Holzofen gut betreiben kann. Wenn man es dann aber mal so raus hat, dann funktioniert das wirklich wunderbar, und so ein Holzbackofen ist was ganz Besonderes. Die Pizza wird da besonders drin, schaut natürlich unheimlich gut aus, und deswegen ja, haben auch die Holz- bzw. Steinbacköfen ihre Daseinsberechtigung. Ich werde euch im Laufe des heutigen Videos noch viele Informationen dazu geben, wie man so einen Holzbackofen richtig betreibt, werde euch viele Tipps verraten von mir. Ich hätte gesagt, als allererstes werden wir jetzt mal diesen Ofen anfeuern. Für all diejenigen, die die ersten zwei Teile noch nicht gesehen haben. Wir haben den Ofen hier komplett selber gebaut. Die Kuppel oben ist ein Bausatz, den man so kaufen kann. Deswegen schaut euch gerne die ersten beiden Teile an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, als allererstes werden wir den Ofen jetzt mal anschüren, und dann werde ich euch gleich ein paar Tipps geben, wie man das am besten macht. Ja, ich habe uns jetzt mal alles zum Anschüren vom Ofen hergerichtet. Ganz wichtig, ihr braucht das passende Holz. Ich habe jetzt hier Buchenholzscheite, die getrocknet sind, und die eignen sich wirklich ideal, um so einen Holzbackofen zu betreiben. Ich kann euch nur abraten, davon Weichhölzer zu nehmen, zum Beispiel Fichte, Kiefer, Lörche. Die brennen zwar wunderbar, brennen aber sehr heiß und auch nur relativ kurz. Das ist aber gar nicht das größte Problem, und zwar das größte Problem ist, dass die Weichhölzer beim Brennen spritzen bzw. so knallen. Das kennt man vielleicht von einem Kachelofen oder von einem Schwedenofen, wenn man da ein Stück Fichte reinschmeißt. Ja, dann knallt es immer ein wenig so. Das ist erstmal nicht schlimm, aber in dem Moment haut es uns immer ein bisschen Asche auf unsere Pizza. Ja, am Anfang habe ich natürlich auch Fichtenholz mal verwendet und habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass man das natürlich nicht nehmen kann, weil man dann lauter Asche auf der Pizza hat. Bei Harthölzern passiert das nicht. Also ihr könnt da auch die verschiedensten Harthölzer nehmen, zum Beispiel Buche oder Esche oder Eiche. Ja, und viele weitere Hartholzsorten könnt ihr da verwenden. Was auch sehr gut ist beim Hartholz, wir haben eine relativ konstante Hitze. Also Hartholz, das hält einfach länger im Ofen. Man muss nicht so oft nachschüren und hat einfach deswegen eine konstantere Hitze. Wenn ich jetzt zum Beispiel lauter ganz dünne Harthölzer verwende, dann ist das auch nicht ideal. Warum nicht? Ich schmeiße was rein, so ein dünnes Stück fängt sehr schnell an zu brennen, dann habe ich eine hohe Hitze, die nur vielleicht 3-4 Minuten, weil dann ist es schon wieder verbrannt, dann schmeiße ich wieder was rein, dann kühlt es im ersten Moment ab. Wenn es dann richtig brennt, wird es wieder mega heiß, und so habe ich halt wahnsinnige Schwankungen drin. Bei so einem Stück, das schmeiße ich rein, dann ist es auch erstmal kühle im Ofen, aber dann fängt es langsam an zu brennen, und dann habe ich über einen gewissen Zeitraum einfach eine konstante Temperatur.
Deswegen jetzt einfach so nochmal zusammengefasst. Verwendet ein Hartholz, verwendet nicht zu kleine Stücke, aber auch nicht zu große. Ich halte euch jetzt hier mal einen Querschnitt hin. Genau so sollte das ungefähr sein und so erzielt ihr dann auch die besten Ergebnisse. Jetzt geht es weiter mit dem Anzünden. Ich verrate euch da gleich nochmal einen Trick, und zwar nehme ich immer ein wenig Küchenpapier, beziehungsweise so Zewa halt, und da kippe ich einfach ein wenig günstiges Sonnenblumen- oder Rapsöl rein, und das ist für mich der beste Anzünder, und das habe ich vor allem auch immer zu Hause. Und das legen wir uns jetzt einfach mitten in den Ofen rein, weil bei so einem Holzbackofen ist es ein wenig anders wie beim Gasofen, wo ich dann vielleicht nur seitlich die Flamme habe. Ich zünde das Feuer in der Mitte an und dann erwärmt sich schon mal der Stein in der Mitte. Dann zum Anschüren kann man jetzt auf jeden Fall so dünne Stücke nehmen. Die legen wir uns jetzt einfach auf unser Zewa und bauen uns einfach ein wenig so ein Zeltchen wie beim Lagerfeuer auch. Weiter geht's mit den großen Stückchen. Da lege ich jetzt einfach nochmal 2, 3 Stück drauf. Ja, und jetzt sind wir schon soweit. Jetzt können wir unser Küchenpapier anzünden. Ja, und jetzt ist auch noch mal ein bisschen anders als bei einem Elektro- oder Gasofen. Wir müssen den Ofen ziemlich lang aufheizen. Wir haben hier sehr dicke Schamottsteine und die brauchen einfach sehr viel Energie, bis sie richtig durchgeheizt sind. Dafür halten sie später auch die Hitze sehr, sehr lange. Ich denke, wir lassen den Ofen jetzt circa eine Stunde, eher etwas länger aufheizen. Dann sind auch die Schamottsteine richtig durchgeheizt und dann können wir wunderbar Pizza backen und später aber auch Brot backen. Ja, also ich habe das früher auch immer so gemacht. Wir haben zu Hause auch so ein Brotbackhäusle. Da habe erst ich mit der großen Hitze habe ich da Pizza gebacken und dann lässt man den Ofen ein wenig abkühlen. Man räumt dann auch die Glut raus und dann kann man Brot drin backen. Deswegen ist es eigentlich schon sinnvoll, wenn man erst Pizza macht und dann noch Brot backt, dass man einfach die Hitze komplett ausnutzt. Wie gesagt, wir werden den Ofen jetzt mindestens 1 Stunde aufheizen lassen und dann sehen wir uns wieder. So, der Ofen hatte jetzt circa 1,5 Stunden, um vollständig aufzuheizen. Das sollte jetzt ausreichen. Genau so muss das ausschauen. Das Holz ist jetzt richtig schön runtergebrannt. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar müssen wir jetzt die Backfläche freiräumen. Dazu nehme ich gerne mal ein Turning Peel. Es gibt auch so spezielle Gluthaken, was man da nehmen kann. Aber dann hat man einfach nochmal mehr Zubehör. Und jetzt räume ich die Glut auf eine Seite. Ich werde mich heute für die linke Seite entscheiden und jetzt schiebe ich das einfach alles rüber. So, jetzt habe ich alles auf die linke Seite geräumt. Jetzt wäre es noch ideal, wenn wir eine Pizzaofenbürste hätten. Aber habe ich gerade nicht da, funktioniert aber trotzdem. Und zwar klopfe ich jetzt leicht auf die Steine und dann gibt es so eine Luftverwirbelung und somit bläst die Asche einfach von der Backfläche weg. So mache ich das bei mir im Catering auch immer. Ich klopfe einfach ein wenig drauf und dann fliegt die meiste Asche weg. Das reicht jetzt so schon. Jetzt ist ganz wichtig, bei Holzöfen muss immer eine Flamme brennen. Das reicht jetzt nicht aus, dass ich da eine richtig schöne Glut habe, sondern wir brauchen eine Oberhitze, somit eine rollende Flamme über unsere Kuppel. Und ohne diese Flamme funktioniert es einfach nicht. Deswegen nehme ich mir jetzt nochmal ein schönes Stück Holz und schmeiße das hier mitten rein. Und dann nehme ich mir wieder mein Turning Peel, nehme das Stück Holz auf
und lege das auf meine Glut. Das fängt dann in der Regel ziemlich schnell an zu brennen. Da könnte man jetzt sogar noch überlegen, ob wir noch ein zweites Stück drauflegen. Das werde ich auch machen. So, durch das Holz kühlt der Ofen natürlich jetzt ein bisschen ab, weil wir die Glut abdecken. Deswegen werde ich jetzt noch mal 5 Minuten warten. Dann sollte das Brennholz richtig gut brennen und dann können wir schon die erste Pizza reinschieben. Ich nutze jetzt die Zeit, bereite uns eine leckere Pizza Margherita vor und die schieben wir dann gleich rein. Ich habe unsere Pizza vorbereitet. Der Ofen brennt jetzt wunderbar. Genau so muss es ausschauen. Die Flammen schlagen richtig schön über unsere Kuppel. Wir haben somit die perfekte Oberhitze. Und jetzt schiebe ich die Pizza rein. Ich habe gerade eine Steintemperatur von ca. 430 Grad gemessen. Das kann sein, dass es ein bisschen zu hoch ist. Das ist einfach bei so einem Holzofen einfach ganz schwer einzustellen. Ein bisschen zu lang vorgeheizt. Schon haben wir zu hohe Steintemperatur, dann müssen wir den Ofen erst wieder ein wenig runterkühlen. Man kann zum Beispiel sich auch mit einem, ja, das hören jetzt die Schamotthersteller und Ofenbauer nicht gern, aber man könnte einen nassen alten Lappen nehmen und ein wenig drüber wischen. Aber wie gesagt, ich mache das manchmal, aber die Ofenbauer und so hören das gar nicht gern, weil die Angst haben, dass die Schamottsteine brechen. Ich habe bisher noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Aber wir probieren das Ganze jetzt einfach mal und ich schiebe die Pizza rein. Ja, bei dieser Art von Ofen müssen wir natürlich unsere Pizza ständig drehen. Wir haben auf der linken Seite die Hitze, die wird uns natürlich auf der linken Seite schneller verbrennen als auf der rechten Seite. Ich hole die Pizza jetzt mal raus. Die ist jetzt soweit fertig, schaut wirklich wunderbar aus. Richtig, richtig schön, wunderbar aufgegangen. Ein kleiner Trick noch, wenn jetzt zum Beispiel der Käse noch nicht richtig verlaufen ist auf der Pizza, dann haltet einfach die Pizza oben in die Kuppel. Da hat es noch mit ca. 200 Grad mehr. Innerhalb von 2-3 Sekunden backt da die Pizza von oben nochmal richtig nach. Aber die ist jetzt so perfekt. Wenn wir uns die anschauen, ja, eine wunderschöne, wunderbare Pizza. Die werden wir jetzt auf jeden Fall mal gemeinsam probieren. Ja, jetzt kommen wir zum besten Teil und zwar zum Probieren. Also ich muss sagen, Pizza wunderschön aufgegangen. Auch der Boden schaut top aus. Ich beiß rein. Also ich muss sagen, Pizza einfach nur geil. Irgendwie schmeckt es doch noch mal ein bisschen besser wie aus dem Gas- oder Elektroofen, aber wirklich nur minimal. Aber einfach eine perfekte Pizza. So, jetzt sprechen wir einfach noch mal ganz kurz über das Ofenprojekt hier. Ja, ich habe ja den Ofen selber gemauert. Das ist ein Bausatz von der Firma Wolfshöhe. Mit denen zusammen habe ich das Ganze jetzt auch gemacht. Am Anfang habe ich mir ein wenig so die Schamottherstellung angeschaut. Da hat man auch gesehen, wie die einzelnen Bauteile von so einem Holzofen hergestellt werden. Dann haben wir gemeinsam den Ofen hier bei mir zu Hause aufgebaut. Ich habe es bereits angesprochen. Man braucht schon etwas handwerkliches Geschick, um so ein Projekt verwirklichen zu können. Hat jetzt aber super hingehaut. Also wenn ihr Interesse habt, unten ist ein Link, wo ihr den Ofen kaufen könnt. Jetzt nochmal kurz zu dem Thema Holzofen. Ihr habt gesehen, es ist auf jeden Fall viel mehr Aufwand als Elektro- oder Gasofen. Das hat jetzt beim ersten Mal zwar wunderbar funktioniert, wir haben eine perfekte Pizza rausgebracht, das heißt aber nicht, dass es beim zweiten Mal genauso läuft. Also ich denke, man braucht, um so einen Holzofen kennenzulernen, mindestens 5-mal so lang, wie man für einen Gas- oder Elektroofen braucht. Das muss euch einfach bewusst sein, wenn ihr euch für einen Holzofen entscheidet. So schön wie das Ganze ist, mit dem Holz, mit dem Feuer, es schaut auch schön aus, wenn Gäste kommen und ich selber bin auch ein Riesenfan davon. Ich will euch nur sagen, es ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht in so einem Video ausschaut.
Mir hat es jetzt trotzdem wieder richtig viel Spaß gemacht, das Feuer anzuzünden, das Feuer zu beobachten und dann auch die Pizza in so einem holzbefeuerten Ofen zu backen. Also war richtig schön. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen rund um das Thema Holzbackofen, Steinbackofen beantworten. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch was wissen wollt. Übrigens, ich behalte diesen Ofen und Sockel nicht. Ich habe das Ganze transportabel gebaut, also man kann da unten mit dem Stapler reinfahren. Den kann man dann irgendwo in einen Garten stellen. Also falls jemand von euch Interesse hat, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@waldispizza.de. Da könnt ihr genau diesen Ofen bei mir erwerben. Ja, ich hoffe, das war ein interessantes Video für euch. Ich hoffe natürlich auch, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's es gut, bis bald. Ciao.